Berlin, kurz vor der Jahrhundertwende. In einer Schulstube der junge Leonard Nelson. Er soll einen Aufsatz schreiben. Was denke ich mir beim Anblick der Siegessäule? Das Thema ist delikat. Darf man über die Siegessäule denken, was man will? Darf man schreiben, was man denkt? Die Siegessäule. Sie verherrlicht nicht nur den Krieg. Sie ist das in Stein und Bronze hingestellte Preußentum schlechthin. Was wird der junge Nelson schreiben? Wird er, was wohl erwartet wird, der Helden gedenken, eine Hymne auf Preußens Gloria verfassen? Er lebt in einer Zeit deutschnationaler Überheblichkeit, voller Germanentümelei und Machtgelüsten. Seine Welt ist geprägt von Kaiser, Obrigkeit, Pflicht, Militär, vom Befehl und Gehorsam und vom erneuten Säbelgerassel gegenüber Nachbarstaaten. Bleibt ihm anderes übrig, als der herrschenden Gesinnung zu huldigen? Denkt er überhaupt anders? Denkt er schon etwas von dem, was er wenige Jahre später so formulieren wird? Weil man der eigenen Vernunft der Menschen nicht zutraut, dass sie zur Gewinnung einer festen Welt- und Lebensansicht führen könne, meint man, der Beugung des freien Gedankens und Wollens unter das fremde Joch überlieferter Autoritäten nicht entraten zu können. Der Glaube, dass ein unabhängiger Charakter mehr tauge als ein gelehriger Knecht, dieser Glaube ist längst aus unserer öffentlichen Erziehung gewichen. Gedankenlose Gläubigkeit und willenlose Untertänigkeit gilt ihr mehr als die Kühnheit der Tat und des Gedankens. Nelson, 1882 geboren, ist Sohn einer gut situierten Familie. Sein Vater, Rechtsanwalt, und seine Mutter, Malerin, führen ein weltoffenes Haus. Aber Leonard fühlt sich nicht wohl. Die Mutter ist dominierend. Er darf kaum etwas selbst entscheiden. Die Meinung einer Verwandten. Er musste zu einem Rebellen werden. Daheim konnte er sich nicht aufbäumen. Da rebellierte er gegen die Lehrer, die Schule, gegen alles, was ihm Freiheit und freies Denken zu nehmen versuchte. Vielleicht ist es dieser unbedingte Selbstbestimmungsdrang, der Nelson fast noch als Kind mit brennendem Eifer die Schriften von Immanuel Kant lesen lässt. Kant. Schon er hatte angemerkt, es gäbe nichts Schlimmeres für einen Menschen, als nach dem Willen eines anderen handeln zu müssen. Und dann entdeckt Nelson den an Kant anknüpfenden Philosophen Jakob Friedrich Fries. Was Nelson bei Fries liest, wird ihn sein Leben lang nicht mehr loslassen. Denn Fries erklärt die vernünftige Selbstbestimmung des Einzelnen zur höchsten ethischen Maxime. Hierauf wird Nelson sein ganzes philosophisches Werk aufbauen. Seine Rechtslehre, seine Ethik, schließlich seine praktische Pädagogik und die von ihm gegründeten politischen Organisationen. Aber noch geht Nelson aufs Gymnasium, gilt vielen Lehrern als faul, gleichgültig und untalentiert, sieht sich einem ständigen Kampf ausgesetzt. Ein Mitschüler beobachtet: Diese Anfeindungen der Lehrer griffen so um sich, dass er sich schließlich einen Sport daraus machte, immun zu werden. Mit der Zeit brachte er es auch wirklich dahin, äußerlich mit keiner Wimper zu zucken, wenn sich die Schwelle von tadelnden und schmähenden Worten über ihn ergossen. Unbeteiligt saß er da und ließ die Flut an sich herunterlaufen. Beim Anblick der Siegessäule denke ich mir gar nichts. Den Kampf, den Nelson hier austrägt, wird er auch 20 Jahre später noch kämpfen. Den Menschen frei zu machen, ist die höchste und einzige Aufgabe der Erziehung. Es muss eine Macht der öffentlichen Meinung gegründet werden, die den hohen Beruf des Erziehers in Ehren hält und die über seine Ausübung wacht und den, der sich an ihm versündigt, als einen verabscheuungswürdigen Verbrecher ächtet. Denn nichts knechtet den Menschen mehr als die ihr Ziel verfehlende Erziehung. Am Ende seiner Schulzeit fühlt sich Nelson, wie er später einmal sagt, zum Krüppel gemacht. Introvertiert und seelisch vereinsamt, beginnt er Philosophie, Naturwissenschaften und Kunst zu studieren.
Blätter aus seinem Skizzenbuch. Nelsons Gesundheit ist schwer angegriffen. Herzbeschwerden, ständige Schlaflosigkeit, Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen werden ihn Zeit seines Lebens beeinträchtigen. Seinen Beschwerden zum Trotz aber ist Nelson voller Kraft, man könnte fast sagen, voll wütender Energie. Rücksichtslos, polemisch, radikal attackiert er die Gedankengebäude einiger einflussreicher Professoren seiner Zeit. Er prüft sie mit schonungsloser Logik und kommt zu vernichtenden Urteilen. Wer einmal Kritik gekostet hat, den widert auf immer alles dogmatische Gewäsche an. So hat Nelson bald beinahe die gesamte akademische Philosophie gegen sich aufgebracht. Wo du hindenkst, da wächst kein Gras mehr, sagt man zu ihm. Und sehr lange bleiben seine Bewerbungen um eine Professur vergeblich. Was er erhält, ist 1909 gerade noch eine Lehrbefugnis. Aber er findet auch Freunde. Mit Gleichgesinnten gründet er die Neufriesche Schule. Wie Fries und Nelson halten auch die Freunde an der Suche nach letzten Vernunftwahrheiten fest. Und diese Suche wird Nelson schließlich zur Formulierung eines allgemeinen Sittengesetzes führen. Handle nie so, dass du nicht auch in deine Handlungsweise einwilligen könntest, wenn die Interessen der von ihr Betroffenen auch deine eigenen wären. Damit ist Nelsons Ziel festgesteckt: die gerechte Gesellschaft. Und allmählich wächst es heran, sein philosophisches Werk. Eine Lehre, die das Zusammenleben der Menschen und Völker durch ein vernunftgegründetes System regeln will. Maximen sollen sein: Würde, Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Eine Philosophie also, die sich der gesellschaftlichen Praxis und der politischen Verantwortung stellt. Spätestens ab August 1914, dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, kann Nelson sicher sein, dass die Gesellschaft und die Politik seiner Zeit ohne jede tragfähige Grundlage waren und auch, dass Geisteswissenschaft und Philosophie versagt haben. Er selbst war noch am Vortag des Kriegsausbruchs und in scharfem Gegensatz zu seinem deutsch-national gestimmten akademischen Wirkungskreis für die Errichtung eines europäischen, vielleicht sogar eines Weltstaatenbundes eingetreten. Aber innerhalb weniger Monate lässt eine von allen guten Geistern der Vernunft verlassene Politik den Krieg zum bis dahin größten Massaker der Geschichte eskalieren. Am Ende, 1918, sind über 10 Millionen Menschen auf grauenhafteste Weise umgekommen. Über 30 Millionen kehren verstümmelt oder unheilbar verstört von den Schlachtfeldern zurück. Die unteren Bevölkerungsschichten sind halb verhungert. Das Feste, worauf das Kaiserreich gebaut war, ist verloren. Alle Werte scheinen relativ. Ein Schüler Nelsons erinnert sich. Die große Mode damals war Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes. Es gibt keine ewigen Wahrheiten. Die Kulturen und die geistigen Strukturen in den verschiedenen Völkern sind Organismen, die sich entwickeln und sterben und nichts bleibt. Da ist nichts Bleibendes. Das war so das geistige Klima, das vorherrschend war nach dem Ersten Weltkrieg. Nun kam ich nach Göttingen und traf in der Gestalt Nelsons einen, der dem ganz und gar entgegengesetzt war. In Göttingen, als 36-Jähriger, endlich und erst nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung, ist Nelson außerordentlicher Professor für Philosophie geworden. Streitbar wie ehedem hat er inzwischen auch Oswald Spengler auf logische Stichhaltigkeit hin überprüft und mit einer Entgegnung voll beißender Polemik bedacht.
Er selbst ist nach wie vor davon überzeugt, man könne durch rechten Verstandesgebrauch zu wahren Erkenntnissen kommen. Zu einer Lehre, die Freiheit, Pflicht und Würde des Individuums in einem wirklichen Rechtsstaat zu bestimmen imstande ist. Nelsons Philosophie stellt eine Einheit von Theorie und Praxis dar. Seine theoretischen Ausführungen waren immer auch Reflexionen und Vorschläge zur Lösung konkreter moralischer, politischer und pädagogischer Probleme seiner Zeit. Der Schwerpunkt seiner philosophischen Arbeit liegt auf dem Gebiet der Ethik. Die 3 Hauptwerke, Kritik der praktischen Vernunft, System der philosophischen Ethik und Pädagogik und System der philosophischen Rechtslehre und Politik, stellen ein Konzept zur wissenschaftlichen Begründung der Ethik und zu deren Entfaltung dar. In politischer Konsequenz seiner Lehre beginnt Nelson sich aktiv für die Verwirklichung eines ethischen Sozialismus einzusetzen. Erst in der USPD, später in der wiedervereinigten SPD. Gleichzeitig allerdings gründet er zusammen mit der Pädagogin Minna Specht eine eigene Organisation, den Internationalen Jugendbund. Ziel dieses IJB ist es, seine Mitglieder zu Führern und zum Kern einer später zu gründenden Partei der Vernunft zu erziehen. 1924 bekommt der IJB eine eigene Schulungsstätte, die Walke-Mühle. Zu den 3-jährigen Kursen werden junge Menschen aus den Ortsvereinen des IJB ausgesucht, meist Arbeiter mit Volksschulbildung. Die Walke-Mühle war vor allem eine Erziehungsschule. Dazu gehörte die praktische Arbeit in Haus, Küche, Werkstätten und Garten. Der Unterricht umfasste Naturwissenschaften, Geschichte, Volkswirtschaft, Politik und Philosophie. Nebenher waren die Mitglieder zur aktiven Arbeit in den Organisationen der Arbeiterbewegung verpflichtet. Otto Bennemann, späterer Anhänger Nelsons, erinnert sich an seinen ersten Kontakt mit IJB-Mitgliedern. Ich lernte aber auch in diesen Jahren in Magdeburg 3 junge Vertreter im Zentralverband der Angestellten kennen, also 3 junge Persönlichkeiten. Und in Braunschweig waren es 4 bei den Jungsozialisten, die mich alle beeindruckten durch den Stil ihrer Diskussion, ihres Verhaltens in der Diskussion, wie sie auf Argumente eingingen. Ich hatte den Eindruck, die wissen, was sie wollen, die haben auch eine geschlossene Weltanschauung. Und dann kam es zu dem Konflikt zwischen dem Parteivorstand der SPD und Leonhard Nelson. Ich hörte zum ersten Mal von Leonhard Nelson und von seinem philosophischen Werk und erfuhr, dass alle diese 7, 3 in Magdeburg und 4 in Braunschweig, Anhänger Leonhard Nelsons waren und dem IJB angehörten. Und die sollten nun aus der SPD ausgeschlossen werden. Das war für mich einfach empörend. Es war für mich einfach unanständig, dass man Menschen dieser Sachlichkeit in der Partei nicht mehr dulden wollte. Nicht mehr dulden wollte die SPD vor allem die kritische, ja feindliche Haltung Nelsons und seiner Anhänger gegenüber der Demokratie. Vom uferlosen Pluralismus der Weimarer Republik hatte Nelson sich dazu verleiten lassen, die Demokratie negativ zu beurteilen, da sie primär auf Abstimmungsprozessen beruht und nicht auf der Herrschaft der Vernunft. Die Demokratie ist nicht die große Arena, aus der der Tüchtigste als Sieger hervorgeht, sondern die Narrenbühne, auf der der pfiffigste oder käuflichste Schwätzer dem rechtliebenden und nur auf seine gute Sache bauenden Charakter den Rang abläuft. Als 1925 der Vorstand der SPD tatsächlich die Unvereinbarkeit von Zugehörigkeit zum IJB und zur SPD beschließt, hat der IJB sein wichtigstes Tätigkeitsfeld verloren. Damit scheint Nelson 2 Jahre vor seinem frühen Tod gescheitert. Eher geduldet als anerkannt ist er als Professor. Sein philosophisches Werk ist ohne Breitenwirkung geblieben. Seine politische Initiative ins Abseits gedrängt. Aber er lässt nicht locker. Geblieben ist ja eine Reihe engagierter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
sowie ein nicht kleiner Kreis überzeugter, im Jugendbund politisch geschulter Anhänger. Mit ihnen gründet Nelson 1926 eine neue Organisation, den Internationalen Sozialistischen Kampfbund, kurz ISK genannt. Hauptzweck des ISK bei seiner Gründung 1926 ist die Verwirklichung der ausbeutungsfreien Gesellschaft. Es war eine sehr ausgesprochene antiklerikale, antikirchliche Politik, die sie vertraten, besonders eine sehr starke Polemik gegen die katholische Kirche. Das war die eine Seite. Das andere war ich würde sagen, eine ideologische Korrektur der Arbeiterbewegung. Nelson hatte eine Theorie des Sozialismus, die der damals gängigen marxistischen Theorie widersprach. Und er bemühte sich sehr darum, die ethischen Wurzeln des Sozialismus herauszustellen. Also man könnte es in einem Schlagwort zu sagen, nicht Marx, sondern Kant als den ausschlaggebenden Theoretiker des Sozialismus in zeitgemäßer Form darzustellen. Dann waren ISK-Mitglieder sehr tätig in den Gewerkschaften, soweit sie da Zugang hatten, denn die Gewerkschaften waren in der Weimarer Republik Teil der Sozialdemokratischen Partei und sie waren in verschiedenen Kulturorganisationen der Arbeiterbewegung, die es damals gab. Viele ISK-Mitglieder werden 2 Jahrzehnte später in hohen politischen und kulturellen Ämtern die Gestalt der jungen Bundesrepublik Deutschland mitbestimmen. Zum Beispiel die Leiterin der Walkemühle, Minna Specht, als Leiterin des Reformschulenprojekts Odenwaldschule oder ihre Kollegin Grete Henry-Hermann als Professorin für Pädagogik in Bremen. Oder auch der Publizist Willy Eichler, der zum entscheidenden Programmatiker der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und zum Mitgestalter des Godesberger Programms wird. Der Walkemühle-Lehrer Gustav Heckmann wird Pädagogikprofessor in Hannover. Fritz Eberhard, Leiter der Widerstandsarbeit des ISK gegen den Nationalsozialismus nach 1933, wird Mitglied des Parlamentarischen Rats und Otto Bennemann, nach dem Krieg Oberbürgermeister von Braunschweig, wird schließlich Innenminister von Niedersachsen. An die Mitgliedschaft im ISK waren sehr konkrete und teils rigorose Bedingungen geknüpft. Nichtzugehörigkeit zu einer Kirche, vegetarische Lebensweise, wozu das einmalige Zusehen beim Töten der Tiere in einem Schlachthof gehörte, schließlich Alkoholabstinenz. Viele Mitglieder des ISK waren Frauen. Es hängt sicherlich damit zusammen, dass der ISK, oder besser gesagt die Vorläuferorganisation des ISK, der Internationale Jugendbund, zu einer Zeit entstanden ist oder von Nelson und Minna Specht gegründet wurde, als die Männer im Krieg waren. Außerdem hat es sich auch dadurch ergeben, dass es eine sehr gute Auswahl von Frauen war. Also zuerst schon mal Minna Specht, die Mitarbeiterin von Nelson seit 1917 bis zu seinem Tod war. Es war eine ganz ungewöhnliche Frau. Sie gehörte zur ersten Generation der Frauen, die ein akademisches Studium gemacht haben. Sie war aber auch eine faszinierende, reizvolle, ich würde sagen hinreißende Persönlichkeit. Und sie hat natürlich auf Männer und Frauen eine große Wirkung gehabt. Aber auch die anderen Frauen, die dann sich der Arbeit von Nelson angeschlossen haben, waren Frauen von einem besonderen geistigen Niveau und auch von einer, heute würde man sagen, emanzipatorischen Kraft, die ihnen ganz selbstverständlich war. Und so hat eine selbstständige, intelligente, energische Frau andere Frauen angezogen. Und es war für uns, wie gesagt, eine Selbstverständlichkeit, dass wir als Frauen politische Wesen sind und überall da, wo wir können, mitarbeiten. 1927 ist Leonard Nelson tot, gestorben an einer Lungenentzündung. Doch
Der ISK besteht weiter. Seine Leitung übernimmt nun Willi Eichler. Willi Eichler geht 1932 nach Berlin und gründet dort mit anderen ISK-Mitgliedern die Tageszeitung Der Funke. Gegen Ende der 20er Jahre bekam der Kampf gegen den Nationalsozialismus eine entscheidende Bedeutung im ISK. Das würde ich absolut bejahen und sogar sehr betonen und unterstreichen, denn die ganze erzieherische und aufklärerische, pädagogische Arbeit im ISK wurde sehr zurückgestellt in den letzten Jahren der Weimarer Republik, um sich ganz auf den Kampf gegen den Nationalsozialismus zu betätigen. Und sie haben da auch Leistungen verbracht, über die man hinterher nur noch staunen kann. Dass so eine kleine Organisation eine Tageszeitung geschaffen hat. Die Tageszeitung hieß Der Funke und erschien zuerst 1932, Anfang 1932 und ist ein ganzes Jahr lang täglich erschienen. Und die Hauptparole im Funken war, dass die Nazi-Gegner eine Einheitsfront bilden müssen, um wirksamer und erfolgreicher gegen den Nationalsozialismus zu kämpfen. Das nächstliegend Notwendige war, dass es darum ging, den tödlichen, hasserfüllten Gegensatz zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten darüber wegzukommen und einzusehen, dass die Linke sich verständigen muss, weil eben sonst Hitlers Machtergreifung unvermeidlich ist. Diese Versöhnung zustande zu bringen, das war ja unsere wichtigste aktuelle Aufgabe im Funken. Wir fassten dann den Plan, diese Propaganda, die wir mit der Zeitung und mit Versammlungen machten, zu verstärken dadurch, dass wir Persönlichkeiten mit großem öffentlichen Ansehen dazu brächten, einen Appell in ähnlichem Sinne zu starten. Und dieser dringende Appell ist von sehr prominenten Leuten unterschrieben worden, zum Beispiel von Einstein, Albert Einstein, von Käthe Kollwitz und ihrem Mann und auch verschiedenen anderen im Kulturleben und im politischen Leben bekannte Menschen. Aber wir wissen, dass die Führungen der Großorganisationen davon so gut wie keine Notiz genommen haben. Die Führungen von SPD und KPD standen sich ja gegenüber in einer, nicht nur in den Grundlagen und Prinzipien, nein, auch in einem Ton, der eine Vereinigung einfach ausschloss. Sozialdemokraten waren Sozialfaschisten. Kommunisten waren rot lackierte Diktatoren. Aber die Führung des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin war eben auch nicht zu bewegen. Ein Generalstreik bei 7 Millionen Arbeitslosen schien unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich. Ein Bürgerkrieg, der sich aus einem Generalstreik leicht hätte entwickeln können, wäre von der Reichswehr plus Privatarmee der Nazis, und die hätten sich sehr gern dafür mit ihnen vereinigt, niedergeschlagen worden. Also die Einheitsfront scheiterte an der Enge und am Kleinmut und vielleicht auch schon an der richtigen Einschätzung des Fehlschlags. Sofort nachdem die Nationalsozialisten die Macht übernommen haben, wird der ISK und seine Tageszeitung Der Funke verboten. Aber zerschlagen ist der Bund damit nicht. Was die ISK-Mitglieder taten, sie haben fast alle sich am illegalen Kampf gegen den Nationalsozialismus betätigt.
Das bedeutet, wir haben gegen dieses Verbrecherregime gearbeitet und konnten das nur auf konspirative, auf heimliche Weise. Wir konnten es nur so tun, dass wir Methoden angewandt haben, die den Behörden der Regierung verborgen blieben. Das heißt, es mussten Tarnbegriffe und Tarnverhalten geübt werden, damit wir überhaupt überleben konnten und damit wir überhaupt eine Arbeit leisten konnten. Mitglieder des ISK, die unmittelbar gefährdet waren, gingen ins Exil nach Paris und London und begannen dort eine intensive publizistische Tätigkeit. Auch Willi Eichler geht ins Exil. Im Ausland hat Willi Eichler und einige andere Mitarbeiter eine Zentrale aufgebaut, zunächst in Paris, solange das dort möglich war, und hat von dort Schriften und Informationen und Material auf heimliche Weise nach Deutschland geschickt. Und diese Verbindung zwischen der illegalen Arbeit in Deutschland und der Hilfe aus dem Ausland war ganz wichtig und war für den ISK eigentlich ausschlaggebend. Leiter der Widerstandsarbeit war zunächst Helmut von Rauschenplat, der später seinen Decknamen Fritz Eberhard beibehält. Als er ins Exil gehen muss, übernimmt Erna Blenke die Leitung der Widerstandsgruppe. In Hannover gründet sie eine Vollkornbäckerei und einen Brothandel, der als Anlauf- und Koordinationsstelle für die Arbeit im Untergrund dient. Die ISK-Mitglieder verteilten Flugblätter, die sogenannten Reinhardt-Briefe. Ludwig Gehm und die Widerstandsgruppe, die er im Frankfurter Raum leitet, versuchen mit Erfolg durch ständige und besonders fantasievolle Störaktionen das Naziregime zu verunsichern. Sie sabotieren die Ansprache Hitlers zur Einweihung eines Autobahnabschnitts, stecken Flugblätter in Hunderte von Geldbörsen, die sie dann als verloren irgendwo liegen lassen. Einer von uns ging herum und malte mit dem Pinsel an vielen Stellen Hakenkreuze an. Dagegen konnte ja damals niemand etwas haben. Später ging ein anderer mit Pinsel und Farbtopf denselben Weg und malte mit 2 Strichen einen Galgen dazu. Nun sah das Symbol schon ganz anders aus. Ludwig Gehms Einschätzung der Wirkung der Aktionen ist bescheiden. Ja, das mit dem Schaden, sicher auch das spielte eine Rolle. Aber es war an sich nicht so das Gefühl und gar nicht unsere Gedanken darauf hin, dass wir durch diese Arbeit die Nazis beseitigen konnten oder an der Macht hindern konnten. Das kam eigentlich nie auf dabei. Und der Antrieb für unsere Arbeit nachher, der illegale, war eigentlich ein ganz anderer. Es war denjenigen, die so nicht aktiv Widerstand zeigen, aber die innerlich gegen die Nazi waren, die Arbeiter, die Gewerkschaftler und so weiter, denen zu zeigen, dass es außer ihnen auch noch andere gibt, die nicht für die Nazi waren und etwas versuchten, im Kleinen gegen die Nazi zu tun. Es gab aber doch Unglücksfälle, die bei noch größerer Vorsicht vermeidbar gewesen wären. Es gab den Unglücksfall, bei dem René Berthollet, der ja außerordentlich viel getan hat für den Aufbau der illegalen Arbeit in Deutschland. René Berthollet hat immerhin 2,5 Jahre im Zuchthaus gesessen und konnte dann innerhalb Deutschlands an der Arbeit nicht mehr teilnehmen. Also ein Problem war, dass ein ISK-Genosse, da muss ich sagen, der sich an die Verabredungen nicht streng genug gehalten hat, einen Beutel verloren hat auf dem Fahrrad, in dem sein Name drin stand. Und so ist dieser Mann verhaftet worden. Und in der Verhaftung hat er auch die Nerven verloren. Er ist also
man kann sagen, er ist geisteskrank geworden und hat dann auch andere Namen angegeben. Und so gab es eine Kette von solchen Umständen, die dann auch zu der Entdeckung anderer illegal arbeitender ISK-Leute geführt hat. Aber es war auch eine Zeit, 1936, in der kaum mehr eine illegale Gruppe arbeiten konnte. Der zweite Strafsenat verurteilte 6 Angeklagte, die durch die Irrlehren des jüdischen Philosophen Nelson verführt worden sind, zu Strafen bis zu 10 Jahren Zuchthaus. Am Dienstag wurden insgesamt 9 Angeklagte wegen Hochverrats zu Zuchthausstrafen von 3 bis 12 Jahren verurteilt. Es war eine ungeheure Anspannung für jeden Einzelnen zu wissen, dass er jeden Tag eigentlich mit seiner Freiheit, ja sogar mit seinem Kopf spielt. Es gibt interessante Aussagen, auch bei Prozessen, warum sie das getan haben. Sie hielten das für eine Fortsetzung ihrer Verpflichtungen, die sie als politische Menschen übernommen hatten. Sie hielten das für notwendig, gegen den Verbrecherstaat etwas zu unternehmen und hielten sich für verpflichtet, das mit Einsatz ihrer ganzen Persönlichkeit und sogar mit Einsatz ihres Lebens zu tun. Willi Eichler geht 1938 nach London. Dort wird er Leiter einer Vereinigung sozialistischer Exilgruppen. Willi Eichler war ein politischer Mensch. Ob er es von Natur aus war oder ob es eine erworbene Eigenschaft war, das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls hatte er ein sehr starkes politisches Interesse und er hatte auch ein sehr starkes Interesse, seine politischen Ansichten schriftlich auszudrücken. Er war ein sehr schneller, sehr gewandter und sehr eindrucksvoller Publizist. Er hat also immer eine Zeitschrift, er hat zuerst die Zeitschrift des ISK herausgegeben, dann war er Leiter des Funken, Redakteur des Funken, und im Exil hat er verschiedene Zeitschriften. Die bekannteste war die Sozialistische Warte, die ihm also auch großes Ansehen in Kreisen der Emigration verschafft hat, herausgegeben. Er hat seine Artikel auch in anderen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht und hat sich dadurch natürlich auch einen Namen gemacht. In England erleben die ISK-Mitglieder zum ersten Mal verantwortliches demokratisches Handeln und machen Erfahrungen mit einer offenen Gesellschaft. Dies führt zur Überwindung ihrer von Nelson geprägten antidemokratischen Haltung. Schon sehr bald nach Kriegsende kehren die ersten ISK-Mitglieder aus dem Exil in das besetzte Deutschland zurück. Einer der ersten ist Willi Eichler. Er wurde im Landtag gewählt, er wurde im Bundestag gewählt, im Europarat, aber er hat dann auf all diese parlamentarischen Ämter verzichtet, um sich ganz der Kultur, der Bildungsarbeit und der Programmatik der Sozialdemokratie zu widmen. Und so ist er zum Vorsitzenden der Kommission gewählt worden, oder besser gesagt berufen worden damals, die das Godesberger Programm vorbereitet hat. Und das Godesberger Programm ist zum großen Teil auch seinen Anstrengungen zu verdanken. Ich kam zurück aus der Emigration. Ich war Mitglied des ISK gewesen. Das war bekannt. In Braunschweig bekannt, in Hannover bekannt. Aber ich hatte keinerlei Schwierigkeiten in meiner Arbeit. Und ich war einfach akzeptiert und
gestützt und konnte in den Ämtern auch handeln, wirklich handeln nach dem, was ich aus den Grundlagen der politischen Überzeugung, die ich bei Nelson aus Nelsons Schriften gewonnen hatte, bleiben. Für mich, ich habe manchmal darüber nachgedacht, was war eigentlich wesentlich für dich aus Nelsons Lehre. Und eines ist das Selbstvertrauen der Vernunft. Der Politologe und Publizist Thomas Mayer urteilt über Nelsons politische Philosophie aus heutiger Sicht. Ich glaube, dass die politische Philosophie Nelsons eine große Rolle gespielt hat für die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Sie hat in den 20er Jahren akademisch keine sehr große Rolle gespielt. Sie hat aber für einen Teil der sozialistischen Arbeiterbewegung, der dann später nach dem Krieg von großer Bedeutung war, eine wichtige Orientierungsfunktion gehabt. Und das Godesberger Programm, in der Form, wie es dann 1959 verabschiedet worden ist und weltweit als Paradigma einer reformsozialistischen Position Anerkennung gefunden hat, dafür war die Philosophie Nelsons von großer Bedeutung in ihren Inhalten und im Wirken ihrer Schüler, insbesondere Willy Eichlers. Und für diesen Durchbruch zu einer realistischen und gleichwohl ethisch begründeten sozialistischen Position hat sie unschätzbare Dienste geleistet. Aus dem Exil zurückgekehrt waren auch Lehrerinnen und Lehrer, die mit Nelson zusammen in der Weimarer Zeit das Landschulprojekt Walkemühle mitgetragen hatten. Auch Kinder sind hier unterrichtet worden. Nora Walter hat die Walkemühle als Kind erlebt. Das Besondere, Nelson hat einmal gesagt über die Walkemühle, in dieser Schule braucht man nicht zu lügen. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht, man brauchte nicht zu lügen. Wir hatten keine Angst vor unseren Lehrern, es gab keine Strafen, außer Strafen, die alle trafen, Erwachsene und Kinder. Wir waren eine Gemeinschaft und ich habe die Walkemühle eigentlich nur als ziemlich kleines Mädchen mit 9 Jahren erlebt, aber vor allen Dingen dann in Dänemark die Fortsetzung, die in dem gleichen Geiste weitergeführt worden ist. Wir hatten alle Arbeiten gemeinsam gemacht, die Lehrer und die Schüler, die Hausarbeit, die Gartenarbeit und alle anderen Arbeiten waren unsere gemeinsame Tätigkeit. Wir waren eine Gemeinschaft, die uns auch die Familie ersetzt hat. Und wir wurden zu selbstständigem Denken und auch selbstständigem Arbeiten erzogen. Zum Beispiel gab es Unterricht nicht nach einzelnen Fächern, sondern wir hatten verschiedene Projekte, was ja in den 30er Jahren, als ich in der Schule war, durchaus noch nicht selbstverständlich war. Wir gingen also zum Beispiel in den Wald, um den Wald zu erkunden. Wir besuchten die Bauern und sahen, wie sie lebten. Wir sahen, wie die Butter produziert wurde und arbeiteten dann darüber, als wir größer wurden, natürlich auch über andere Themen, zum Beispiel die Geografie, hatten wir jeder ein Land uns vorgenommen. Aber ich glaube, das Wichtigste war eigentlich die Erziehung. Die Lehrer waren uns Vorbilder, sie waren glaubwürdig und wir konnten vergleichen als Kinder, dass ihre Worte und das, was sie taten, übereinstimmten. Vor allem die Pädagogin Minna Specht, Nelsons Lebensgefährtin, hat diese Ansätze in der Pädagogik der neu gegründeten Bundesrepublik einflussreich weiterverfolgt. Im ersten Nachkriegsjahr bereits ist Minna Specht Leiterin der Odenwaldschule geworden und steht damit am Anfang vieler schulischer Reformbemühungen bis hin zur integrierten Gesamtschule und Kollegstufe. Zurückgekommen aus dem Exil waren auch die Walkemühle- und ISK-Lehrer Grete Henry Herrmann und Gustav Heckmann. Ihnen ist die Wiederbelebung des sokratischen Gesprächs zu verdanken. Nelson hatte diese Gesprächsform für seine eigene Lehrtätigkeit ausgearbeitet und darin ein wirksames Instrument gegen Dogmatismus und reine Weltanschauungsphilosophie gesehen.
Wie Sokrates war er davon ausgegangen, dass jeder Mensch ein gewisses Potenzial an Vernunftwissen besitzt, das aber verborgen und nicht unmittelbar zugänglich ist. Durch eine besondere Technik jedoch, durch die sogenannte Geburtshelferkunst, kann das Wissen gleichsam entbunden werden, womit dem Lernenden Erkenntnisse entlockt werden, ohne dass der Lehrende belehrt hätte. Wie diese Geburtshelferkunst bei Grete Henry Herrmann an der Pädagogischen Hochschule Bremen aussah, daran erinnert sich die damalige Studentin Ute Hönnecke. Wir haben damals Notzeiten gehabt. Wir waren sehr am Suchen nach dem Zusammenbruch eines politischen Weltbildes und des Krieges. Wir lebten eigentlich innerlich und äußerlich zwischen Trümmern. Grete hat damals die sokratischen Gespräche geführt mit uns. Und da haben wir gemeinsam nach Werten gesucht, die Gültigkeit haben und was wir loslassen mussten. Wir haben die wichtige Frage und Situation aufgegriffen, darf man Kohlen klauen? Mhm. Ja, warum? Nein, warum nicht? Mhm. Und in diesem Ring waren wir gemeinsam am Suchen nach Dingen, die Gültigkeit behielten. Und der wichtigste Beitrag von Grete als Leitung war eigentlich in meinen Augen ihr Schweigen. Sie konnte mit eiserner Miene da sitzen und schweigen und doch uns begleiten mit einem tiefen Verstehen. Auch dann, wenn wir gedanklich Umwege gingen und uns mächtig quälten, sie gab uns die Zeit, zu eigenen Einsichten zu gelangen, das Selbstvertrauen in die eigene Vernunft sollten und konnten wir wachsen lassen auf diese Weise. Gustav Heckmann, Pädagogikprofessor in Hannover, hatte sehr bald nach dem Zweiten Weltkrieg nationalsozialistisch erzogene junge Deutsche zu sokratischen Gesprächen eingeladen, um mit ihnen gemeinsam die ethischen Grundlagen und Werte zu untersuchen, die deren Handeln bestimmt hatten. Die nationalsozialistische Erziehung hatte bei ihnen an ein echtes Wertgefühl appelliert. Der zweite Schritt war dann, genau zuzusehen, wie die nationalsozialistische Erziehung mit diesem dort angesprochenen Wert umgegangen war. Und es stellte sich immer heraus, ausnahmslos, dass sie an irgendeiner Stelle dieses Wertgefühl kanalisiert und verbogen hatte, sodass es auf ihre Parteimühlen geleitet wurde. Und es galt also dann als zweiten Schritt darum, die Stelle zu finden, an der die nationalsozialistische Erziehung ihr echtes Wertgefühl in ihrem Sinne parteipolitisch kanalisiert hatte. Die Stelle wurde immer gefunden, immer war dieses in der nationalsozialistischen Erziehung passiert. Wenn diese beiden Schritte gelungen waren, dann war das Entscheidende geleistet. Dann konnten die Studenten sich auf den echten Wert besinnen, die Verbiegung, parteipolitische Kanalisierung und Verfälschung dieses Wertes wegschmeißen sozusagen und den echten behalten und sich neu orientieren an ihrem echten Wertgefühl. Das etwa war der Erziehungsprozess, der da vor sich ging. Gustav konnte sehr geduldig die Gedanken mit einem Schüler, mit einem Studenten durcharbeiten und die gedankliche Klarheit, die er dabei entwickelte, und auch die Bereitschaft, sich zu korrigieren, wenn er feststellte, dass etwas nicht richtig war, die hat mich immer beeindruckt. Der hat mal gesagt, das sokratische Gespräch ist mein Schicksal. Er hat das als seine wichtigste Aufgabe betrachtet und ich glaube, er hatte recht damit. Nur so zum Aufschreiben, es gibt hier 2 Arten von Grün, ja? Genau. Und dann auch, was du auch so großen Wert drauf legst. Bemerken ist ein nicht bewusst zielgerichteter Prozess.
Hier wird die sokratische Methode nach den von Gustav Heckmann weiterentwickelten Grundsätzen praktiziert. Erste wichtige Bedingung für das Gelingen ist die Verankerung im Konkreten. Das ist aber dann schon wieder der Abstraktionsschritt vom Beispiel weg. Und da hätte ich, also wenn es da Zustimmung gibt, dann würde ich einfach die Frage stellen, wollen wir jetzt schon schrittweise weg vom Beispiel? Der Gesprächsleiter leistet tatsächlich nur Hebammenkunst. Sich inhaltlich äußern, vorgefertigtes Wissen, Stoff anbieten, wird er nie. Weitere wichtige Punkte beim sokratischen Gespräch sind die Prüfung aller Argumente und das Streben nach Konsens. Keine Äußerung soll einfach hingenommen werden. Es soll kein Ergebnis fixiert werden, solange nicht alle Teilnehmer zustimmen können. Welche Einstellungen sind denn nach deiner Erfahrung förderlich für ein sokratisches Gespräch? Offenheit und Neugier und eine Bereitschaft, sich zu konzentrieren und auf anderen zu hören. Und nicht eine Einstellung, dass man etwas Kluges sagen möchte. Und es ist kein Wettbewerb und das gefällt mir. Also ich habe auch Themen bearbeitet als Teilnehmer und als Leiter, wo ich das Gefühl hatte, da kenne ich mich völlig aus. Aber dann kommt bei dem sokratischen Gespräch doch fast immer ein unerwarteter Blickpunkt hinaus. Etwas, was ich gar nicht erwartet hatte. So kann man das auch sehen. Oder das ist auch ein Weg zu gehen. Oder das schafft vielleicht einen völlig neuen Zugang zu dem Problem, das wir hier bearbeiten. Ich bin natürlich auch durch die persönliche Erfahrung als junger Mensch an das sokratische Gespräch herangekommen, bei Gustav Heckmann ja noch. Und ich war begeistert davon, wie miteinander umgegangen wird. Also wie das gegenseitige Verstehen eine Rolle spielt. Und ich muss sagen, so nachdem ich das 5, 6 Mal mitgemacht hatte, da wollte ich unbedingt das auch selber irgendwie lernen. Und mich hat dann fasziniert, dass ich in der Rolle des Gesprächsleiters doch noch viel gelassener bin und viel mehr darüber stehe in diesem Empfinden, die Wahrheit wird sich schon durchsetzen. Es ist für mich die Erfahrung, dass ich eine Sache nur dann gut und richtig verstehe, wenn ich selbst gedacht habe. Also übernommene Wahrheiten oder Mitteilungen, das ist nichts. Und das ist einem sokratischen Gespräch eigentlich die wichtigste Sache. Ich kann, das ist das Verfahren, wo ich als Teilnehmer am meisten gezwungen bin, selber nachzudenken. Und das Verstehen ist eigentlich ein Hilfsmittel dafür. Obgleich ich diese Freiheit, dass alle gleichberechtigt sind, als eine ganz wichtige, als eine ganz wichtige Erfahrung aus den ersten Gesprächen. Da saß man also als Student des 2. Semesters, Klafki war damals dabei als Assistent, der hatte genauso viel zu sagen oder auch nicht zu sagen wie ein Student des 2. Semesters. Das sokratische Gespräch erfreut sich gerade heute in unserer durch Massenmedien geprägten Gesellschaft einer immer größer werdenden Beliebtheit. Obwohl die Philosophisch-Politische Akademie 3-mal im Jahr sokratische Gespräche anbietet, ist der Kreis der Interessierten regelmäßig größer als die Plätze, die zur Verfügung stehen. Sokratische und politische Bildungsarbeit stehen heute im Zentrum der Aktivitäten der Akademie. Sie führt Tagungen und Kongresse durch zu aktuellen politischen Themen. Sie fördert Forschungsarbeiten und Publikationen zur kritischen Philosophie und zu einer ethisch fundierten Politik. Daneben pflegt sie das sokratische Gespräch in Theorie und Praxis und bietet regelmäßig Menschen aus unterschiedlichen Altersstufen und Bevölkerungskreisen ein Forum zum reflexiven Dialog an. Es gibt natürlich heute eine Reihe von philosophischen Zirkeln. Es gibt an den Universitäten eine große Anzahl von Diskussionsgruppen und Seminaren. Aber ich glaube, dass die Philosophisch-Politische Akademie immer noch eine wichtige und unverwechselbare Bedeutung hat.
Allgemein besteht die Bedeutung darin, dass im Fernsehzeitalter die Einwegkommunikation, das Anhören von Botschaften, die inszeniert sind, aus Kommunikationszentralen heraus überhand nimmt und dass die Gelegenheit zu Dialogen, zu verständigungsorientierten Gesprächen der Menschen untereinander an Bedeutung verloren hat und alle Institutionen, die einen Beitrag dazu leisten, dass verständigungsorientierte Gespräche überhaupt noch möglich sind und geführt werden, haben eine große Bedeutung, und da die Philosophisch-Politische Akademie dieses zu einem ihrer Hauptziele gemacht hat, denke ich, hat sie eine wachsend wichtige Bedeutung in unserer medienvermittelten Gesellschaft. Und sie hat dies für zwei verschiedene Arten von Tätigkeiten. Das eine ist, wann immer ein Defizit in der Behandlung großer, wichtiger, ethisch fundierter Themen, die für das Gemeinwesen von Bedeutung sind, besteht, versucht ja die Philosophisch-Politische Akademie durch Kongresse, Fachtagungen, solche Themen in den Blickpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken, aus der Perspektive eines ethischen Sozialismus heraus. Und das andere ist eben, dass sie in ihrer Reihe Sokratische Gespräche Menschen, vielen Multiplikatoren, die es weitergeben können, in Schulen und anderswo, die Kultur eines verständigungsorientierten Gespräches zwischen Menschen weitervermittelt. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, die heute getan werden können. Insofern glaube ich, dass die Akademie noch immer und vielleicht sogar in wachsendem Maße Bedeutung hat. Deutschland und Europa nach 2 Weltkriegen. Deutschland nach 40-jähriger Teilung wiedervereinigt. Stünde Leonard Nelson heute noch einmal vor der Siegessäule und müsste sich die Frage stellen nach dem, was man der Vernunft in der Politik zutrauen kann. Seine Antwort vermutlich wäre: kein Obrigkeitsdenken, kein Kaiser, kein Säbelgerassel, sondern Demokratie und Völkerverständigung. Man darf schreiben, was man denkt. Ist die Vernunft, so wie Nelson das gewollt und wofür er sich mit all seiner Kraft eingesetzt hat, doch noch eine bestimmende Macht im politischen Handeln geworden?